Wenn du beim Fahren merkst, dass dein Schatten lange und direkt vor dir auf der Straße liegt, heißt das, die Sonne steht tief und genau in deinem Rücken. Klingt erstmal idyllisch, ist es aber nicht, denn das bedeutet, der Gegenverkehr ist geblendet und sieht dich im schlimmsten Fall gar nicht. Heute schauen wir uns an, warum genau dieser Moment zu den gefährlichsten Situationen auf der Landstraße gehört, wie du ihn frühzeitig erkennst, welche typischen Fehler andere machen, wie du dich sichtbar machst, ohne zu blenden, Techniken, die dir das Leben retten können und was in dem Zusammenhang rechtlich erlaubt ist. Wie erkennst du vorher, dass du gleich in eine tückische Blendfalle fährst? Hier ist Schatten vor mir, ich komme jetzt aus einem schattigen Bereich. Derjenige, der mir entgegenkommt, kann mich dadurch schlecht sehen oder nur verspätet sehen. Darum ist Licht an ganz, ganz wichtig. The good, the bad and the ugly. Hast du deinen Schatten weit vor dir, bedeutet das für den Gegen- oder Querverkehr, die schauen direkt in die Sonne. Ihre Pupillen sind verengt, Kontraste flachen ab und unsere schmale Silhouette als Motorrad verschwindet schneller im Lichtbrei als ein PKW. Besonders gefährlich wird es an Stellen, wo man ohnehin schlechter sieht oder gesehen wird. An Kuppen, an Kurvenausgängen, wenn die Straße Richtung Osten oder Westen verläuft, an Ortsausfahrten, wo Autos aus Seitenstraßen rollen, an Tunnelausgängen oder aus Waldstücken heraus. Bei Tunnel gibt es aber noch ein weiteres Problem. Nicht nur der geblendete Verkehr, der auf den Tunnel zufährt, könnte dich übersehen. Auch wenn man selbst aus einem Tunnel rausfährt, kann es sein, dass man erstmal nichts sieht, vor allem wenn man hier in Richtung der tief liegenden Sonne fährt. Augen brauchen Sekunden zum Anpassen. Bei Tempo 100 sind das schnell 30 Meter Blindflug. Auch nasse Straßen können das Problem verschärfen, weil sie das Sonnenlicht wie ein Spiegel zurückwerfen. Im schlimmsten Fall wird man gar nicht gesehen, mit allen Folgen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug überholt, obwohl du ihm entgegenfährst. Ein Fahrzeug aus einer Seitenstraße nimmt dir die Vorfahrt. Der Gegenverkehr biegt plötzlich nach links ab und so weiter. Die Unfallzahlen zeigen, wie real das Risiko ist. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland genau 2529 Unfälle mit Personenschäden auf Blendung durch tiefstehende Sonne zurückgeführt. Dabei wurden insgesamt 3274 Menschen verletzt, darunter 529 schwer und 31 tödlich. In Österreich zählte man im selben Jahr 24 Tote und über 2000 Verletzte. Den alten Spruch kennt wohl jeder und der gilt auch hier. Man muss die Straße lesen. Also was sagt dir die Straßenoberfläche? Blendfallen können geübte Fahrer frühzeitig erkennen. Es gibt 3 einfache Marker, die dich frühzeitig bremsbereit machen sollten. Erstens, Schattencheck. Liegt dein Schatten klar vor dir, zieh innerlich die Handbremse an. Das ist dein rotes Tuch. Gib dir selbst das Kommando Tempo anpassen, Finger an die Bremse, Blick weit nach vorn. Zweitens, Reflexe am Asphalt. Leuchtende Spiegelungen auf nasser oder staubiger Fahrbahn sind Warnsignale. Nasse Stellen in Kombination mit tiefer Sonne wirken wie Scheinwerfer. Alles dahinter wird unsichtbar. Drittens, Einmündungen und Silhouetten. Wenn hinter einer Hecke, einem Gebäude oder einer Baumreihe eine Seitenstraße kommt, rechne mit Einbiegern, die dich schlicht nicht sehen. Positioniere dich so, dass du um die Ecke schauen kannst, ohne die Spur zu verlassen oder die eigene Spur. Da hilft es dann auch, die Spur leicht zu wechseln. Also in dem Fall ein bisschen weiter nach rechts zu fahren, damit durch die Bewegung von dir und vom Motorrad, von der Silhouette, du dadurch einfach ein bisschen früher gesehen wirst, weil das Auge einfach Bewegungen besser und schneller evolutionsbedingt wahrnehmen kann und du dadurch einfach auch dann leichter gesehen wirst. Außerdem bringt es noch einen zweiten Vorteil, sollte er wirklich vorbeiziehen, hast du mehr Sicherheitsabstand oder mehr Möglichkeit, da nicht frontal zu kollidieren. Fahr also in so einer Situation auf deiner Spur weiter seitlich, also wenn rechts die Einmündung ist, dann weiter links. Das bringt den Vorteil, dass du früher siehst, ob eventuell wer kommt, der dich übersehen könnte und sorgt auch dafür, dass du früher gesehen werden kannst. Grundsätzlich gilt: Verringere das Tempo so, dass du innerhalb deiner Sichtweite sicher anhalten kannst. Das klingt banal, ist aber dein größter Airbag in Blendphasen.
Nutze einen leichten Spurversatz innerhalb deiner Spur, um dich aus der stärksten Blendachse des Gegenverkehrs zu nehmen und deine eigene Sichtlinie zu öffnen. Bremsen vorbereiten. 2 Finger an der Bremse, sanfte Lastwechsel, keine abrupten Lenkimpulse. Aber was kann man tun, um im Allgemeinen besser gesehen zu werden? Müssen wir jetzt alle mit Warnweste fahren oder wäre eventuell Fernlicht eine Lösung? Ist Fernlicht am Tag überhaupt erlaubt oder schon ein Verstoß? In Deutschland gilt die StVO. Motorräder müssen auch tagsüber mit Licht fahren, entweder mit Abblendlicht oder Tagfahrlicht. Fernlicht auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung ist tabu und grundsätzlich so zu nutzen, dass niemand geblendet wird. Bei Gegenverkehr musst du rechtzeitig abblenden. Punkt. Die Lichthube darf verwendet werden, um auf Gefahren hinzuweisen oder außerorts zum Ankündigen eines Überholvorgangs. Wichtig, sie ist ein Warnzeichen, kein Mittel zur Kommunikation oder zur Durchsetzung von Vorfahrt, aber das nur am Rande. In Österreich sieht es ähnlich aus. Auch dort besteht Lichtpflicht für einspurige Kfz und rund um die Uhr. In der Schweiz ist Licht am Tag seit 2014 verpflichtend, entweder über Tagfahrlicht oder Abblendlicht. Das Ziel ist in allen 3 Ländern klar: bessere Sichtbarkeit im Verkehr. Für die Praxis bedeutet das, Licht an ist Pflicht. Lichthupe bleibt ein Warnsignal, kein Freifahrtsschein. Und Fernlicht? Tagsüber nur dort, wo niemand geblendet wird und keine durchgehende Beleuchtung herrscht. Die StVO bleibt auch am Tag dieselbe. Teilweise kann es sogar helfen oder wichtiger sein, hier das Fernlicht anzumachen. Dadurch wird man natürlich noch besser und noch früher gesehen. Und es ist auch nicht verboten, das Fernlicht auch tagsüber anzuschalten. Man darf nur niemanden damit blenden. Es ist verboten, jemanden damit zu blenden, aber nicht es grundsätzlich zu nutzen. Dementsprechend könnte man es genauso wie in der Nacht auch einfach anmachen und sobald einem jemand entgegenkommt, schaltet man das Fernlicht halt einfach ab. Man darf also auch am Tag mit Fernlicht fahren und das bringt einige Vorteile. Ganz ehrlich, ich bin früher am Tag zum Teil sogar grundsätzlich mit Fernlicht gefahren und bekam eigentlich nie Beschwerden in Form von einer Lichthube, dass ich jemanden geblendet habe. Versehentlich bin ich sogar über mehrere Kilometer der Polizei direkt hinterhergefahren, ohne dass sie mich angehalten haben. Also sollte es wirklich kein Problem sein, wenn du erst auf Abblendlicht schaltest, wenn du den Gegenverkehr siehst. Aber gibt es noch mehr Möglichkeiten für die, die lieber nicht die ganze Zeit am Licht herumspielen wollen? Damit andere dich trotz Sonnenblendung rechtzeitig wahrnehmen, musst du dich auffällig, aber deswegen nicht gleich aggressiv verhalten. Dazu kannst du mit kleinen Spurverlagerungen innerhalb deiner Fahrbahn auf dich aufmerksam machen. Kein Zickzack, kein Showfahren. Es geht um dezente Bewegungen, die im peripheren Blickfeld auffallen. Das Gehirn erkennt Bewegungen besser als statische Punkte. Wenn du eine Gefahrensituation erkennst, kannst du außerorts mit der Lichthube warnen. Aber bitte dosiert und klar, kein Dauergeblinke. Und vor allem immer eine Temporeserve einplanen. Wer langsamer fährt, hat mehr Reaktionszeit. Das ist auf der Landstraße oft der entscheidende Vorteil. Blickkontakt ist gut, aber nie allein entscheidend. Wenn der andere dich anschaut, heißt das nicht automatisch, dass er dich gesehen hat und dir auch die Vorfahrt gewährt. Es gibt sogar immer wieder Berichte, wo jemand einem sogar direkt angesehen hat und trotzdem rausgezogen ist. Man kann sich also nie zu 100% drauf verlassen. Was sind die tückischsten Stellen auf deiner Hausrunde und wie erkennst du sie im Vorfeld? Kuppen, du siehst sie erst spät und der Gegenverkehr sieht dich noch später. Vor Kuppen immer in der Spur bleiben oder sogar eher rechts halten. Tempo runter, Finger an die Bremse. Rechne mit Überholern, die dich erst wahrnehmen, wenn du schon oben bist. Auf keinen Fall selbst überholen.
Tunnelausfahrten und Unterführungen. Harter Wechsel von dunkel auf gleißend. Die Adaption der Augen dauert und bei 100 km/h sind 30 Meter in einer Sekunde weg. Wer aus der Dunkelheit kommt, ist oft länger blind als gedacht. Also rausrollen, nicht rauskatapultieren. Seitenstraßen in Abend-Morgensonne. Autos aus Ost-West-Zufahrten schauen oft genau in die Sonne. Positioniere dich so, dass du möglichst früh gesehen werden kannst und denke an den toten Winkel der A-Säule. Dahinter können ganze Autos verschwinden. Vor allem, wenn sich zwei Fahrzeuge gleichzeitig auf eine Kreuzung oder auf einen Kreisverkehr zubewegen, kann das Fahrzeug für gefühlte Ewigkeiten dahinter liegen. Blickkontakt suchen. Linie öffnen. Nimm so viel Sichtlinie wie möglich durch einen leichten Spurversatz. Keine riskanten Ausweichhaken, nur Sicht und etwas mehr Abstand kaufen. Das erhöht die Zeit und damit die Chance, dass du noch rechtzeitig gesehen wirst und im Notfall auch die Zeit, um zu reagieren, zu bremsen oder auszuweichen. Notfalls, wenn Zweifel bestehen, kurz Finger an die Hupe oder Lichthupe als Warnzeichen, nicht als Druckmittel. Wird einem vielleicht nicht immer gedankt, oft als Provokation missverstanden, ist je nach genauen Umständen rechtlich bedenklich, aber wenn es einem das Leben rettet, definitiv die bessere Wahl. Nasse Fahrbahn, spiegelnde Wasserfilme erzeugen Gegenlichtflächen. Hinter dieser Lichtwand bist du quasi unsichtbar. Hier gilt das Gleiche wie an einer Kuppe. Extreme Vorsicht. Letzter Ausweg, wenn du selbst wirklich nichts mehr erkennst, nimm Tempo drastisch raus, weiche in eine sichere Position aus oder halte an einer geeigneten Stelle. Achte dabei aber unbedingt auf den rückwärtigen Verkehr, denn wenn du nicht siehst, was vor dir ist, kann der hinter dir folgende Verkehr vielleicht auch nicht erkennen, dass du abbremst oder vielleicht sogar stehen bleibst. Und wenn es doch eng wird, wie sieht der Plan B aus? Was tun, wenn alles nicht mehr hilft und man auch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommt? Scanne permanent deine Umgebung nach dem bestmöglichen Ausweg. Das ist eigentlich etwas Grundsätzliches beim Motorradfahren, was aber die wenigsten wirklich verinnerlichen. Kommt es zu der Situation, in der du ausweichen musst, dann plane schon vorher, wohin. Geht es in die Baumreihe, in die Hauswand, ins Maisfeld oder auf die Wiese? Such dir immer die bestmögliche Ausweichstrecke, damit du im Notfall gezielt und für so eine Situation möglichst kontrolliert ausweichen kannst, falls ein Bremsen allein nicht mehr ausreicht. Dabei gilt weiterhin der Grundsatz, du fährst dahin, wo du schaust. Schaust du auf das Auto, das dir gerade die Vorfahrt nimmt, dann krachst du auch rein. Wenn du es aber schaffst, in dieser Situation den Blick abzuwenden und auf deine Ausweichroute zu legen, dann erhöht das die Chance, einem Zusammenstoß zu entgehen, erheblich. Habe ich noch wichtige Situationen vergessen oder hast du noch spezielle Tipps? Dann bitte ab damit in die Kommentare, damit hilfst du uns allen.